Willkommen zurück. Heute ist Tag 36. Ich habe ein paar schaltbare Steckdosen besorgt, mit denen ich dann das Licht und die Nebelmaschinen schalten kann. Dann hier was zum Befüllen der Nebelmaschinen, das ist zum Verlängern. Ein Schlauch, sozusagen nur hinten, der dann reingesteckt wird zum Auffüllen. Dann wollte ich heute noch an den grünen Röhren die Teile hier anbauen, damit die dann auch so gut wie fertig sind. Ja, das ist erstmal so geplant für heute. Ich habe ja noch ein bisschen einiges zu tun hier mit diesem Schalter hier. Verbinden, dann die Kabel verlegen und so weiter und so weiter. Testen natürlich auch nochmal. Gucken wir weiter. Später mal nicht. Bis dann. Als erstes die Kabel an die Fluxband-LED-Streifen angelötet. Das ging leider nicht sehr gut, da die LEDs mit Silikon wasserdicht überzogen wurden. Als nächstes die Kabel für die rechte Seite angelötet und verlegt. Den Strahler und die Nebelmaschine links noch geändert, da der Strahler nicht oben halten wollte, also noch Schaumstoff dazwischen geklemmt. Die Ventilatoren mit Kabelbindern an die Metallplatte gezurrt. Klappe zu und Nebelflüssigkeit eingefüllt. Licht an! Räucher, Räucher. Wie eine Dampflok. Schade, ich dachte, das kommt ein bisschen mehr in einem Schwung und nicht so. Aber räuchern tut's ja gut. Licht an, Licht aus. Ich muss das noch ein bisschen ändern mit den Schaltern, aber ansonsten ist es ganz gut schon. So sind die Scheinwerfer eher nicht so warm weiß, aber wenn der Rauch dazu kommt, dann sieht das richtig gelb aus. Schön, schön. Naja. Der untere Teil fehlt ja noch, muss ich noch anschrauben wieder. Aber ist ja erstmal nur ein Test und ich muss auch noch ein bisschen was ändern in den Kabeln. Weil mit den beiden Fernbedienungen hier, das klappt nämlich nicht. Die stören sich nämlich im Moment gegenseitig. Und das ist natürlich schlecht. Deswegen muss ich nochmal alles sehen, dass ich alles auf diese dritte, auf die eine, hier noch die dritte im Gang kriege. So, nochmal ein bisschen rauchen. Jetzt mal wieder aufheizen hier. Und los geht es! Nee, doch nicht. Kam nur ein Zischer.
Jetzt. Gut, könnte ein bisschen schwungvoller rauskommen, aber ist mit den kleinen Maschinen nicht anders machbar, ne? Ja, schön die Halle verräuchert hier. Aber das geht ja relativ schnell wieder weg. Sieht ja auch aus dem Tor raus. Ja, soweit das. Schon mal Test erfolgreich. Bis später. Hier seht ihr nochmal das, was jetzt in den Düsen steckt. Da links ist der Schlauch zum Befüllen. Den habe ich erstmal abgedichtet mit einer Schraube, die ich da reingesteckt habe, weil das sonst ein bisschen zurückläuft. Denn der Schlauch ist nämlich hinten waagerecht. Ja. Andere Seite genauso. Nur ein anderer Lüfter. Jetzt geht es weiter mit den grünen Röhren. Und hier dem einen Schlauch. Da habe ich jetzt noch den zweiten Nippel hier gefunden. Kann ich den auch noch anbauen. Obwohl ich die Muttern vorher schon aufgebohrt hatte, passten sie immer noch sehr schlecht über meine 3D gedruckten Teile. So, ich wollte euch auch nochmal die Fluxbandbeleuchtung zeigen, die dann auch fertig ist. Also solche Sachen hier, das wird natürlich noch irgendwie gerade hingelegt. Das zieht sich im Moment gerade rüber da. Gut, dann mal sehen. Aber erstmal nur hinten. Da vorne fehlt ja noch. Das sieht schon mal ganz gut aus. Oben liegt es auch noch nicht ganz richtig, aber die Seiten stimmen schon mal. Abgedeckt durch das Metallblech sieht das natürlich etwas dunkler dann aus. Sehr gut. Den einen Reaktorschlauch noch eingeklebt, der immer wieder mal rausfiel. Zum Ende des Tages, ich habe hier noch den kleinen Schlauch angebaut. Die grünen Röhren hier fertiggestellt, diese Anschlüsse, die wollten jetzt auch wieder nicht passen, hier die Muttern da drauf. Und dann habe ich noch angefangen, den kleinen Winkelbogen, der oben auf dem Flux sitzt, anzufertigen. Oder anzufangen, eher gesagt, habe ich ein bisschen lackiert. Hier so Hülsen und so ein Winkel in Silbern lackiert. Genau, den brauche ich das nächste Mal zusammen. Das war's erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Zum Schluss noch die Bilder des Tages.